Guten Abend, sehen wir uns wieder. Und mir wird bewusst, Menschen, wir sehen uns ja viel öfter als bisher. Nämlich, wenn Sie über den YouTube-Kanal zugucken, Sie oder ihr, dann sehen wir uns derzeit jeden Tag mehr als bisher. Und zwar aus den verschiedensten Gemeinden. Also so schön und so wichtig natürlich die Gottesdienste in den Kirchen sind, das live miteinander feiern im Gotteshaus, so wertvoll ist doch auch so ein Medium, wie wir es jetzt hier eingerichtet haben. Heute möchte ich zum schlichten Abendgebet einladen. Ich hoffe, der Tag war okay, für die meisten vielleicht sogar gut, hoffentlich für viele gut. In der Mitteilungsblätter, da wählen wir ja immer einen Wochenspruch aus, den wir schon auch in der Regel bewusst auswählen. Und der hat, wo es so mit der Corona-Pandemie bei uns losging und mit den Einschränkungen, hat der, was ein Satz von George Washington: Wir wählen die Hoffnung, nicht die Furcht. Und es geht jetzt in die Nacht rein. Das ist oft auch eine Zeit, wo Menschen nicht so gut schlafen können und wo vor allem auch vieles durch den Kopf geht, auch viel Bedrängendes, Notvolles, Angstvolles, wie man immer wieder bei Menschen mitkriegt. Und von daher möchte ich an den Beginn unseres Abendgebets auch noch einen Spruch stellen, den ich mir vor kurzem notiert habe. Du kannst das Gestern nicht verändern, aber du kannst dir dein Heute ruinieren, indem du dir Sorgen über dein Morgen machst. Ich glaube, dass da ganz viel Wahrheit und Weisheit drinsteckt. Du kannst das Gestern nicht verändern, aber du kannst dir dein Heute ruinieren, indem du dir Sorgen über dein Morgen machst. Bleiben wir jetzt ganz bei uns im Heute, im Jetzt und nehmen wir den Herrgott mit rein. Wir singen heute am Beginn von Guten Mächten Nummer 775 im Gotteslob. 775, Strophe 1, 2 und 5. 775, 1, 2 und 5. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib uns am aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss
an jedem neuen Tag. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Dann habe ich einen Psalm ausgewählt, und zwar bei der Nummer 664. 664 im Psalm aus der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. 664. Sei mir gnädig, Herr, und höre auf mein Flehen. Sei mir gnädig, Herr, und höre auf mein Flehen. Wenn ich rufe, erhöre mich, Gott, du mein Retter. Du hast mir Raum geschaffen, als mir Angst war. Sei mir gnädig und hör auf mein Flehen. Ihr Mächtigen, wie lange noch schmäht ihr meine Ehre? Warum blieb ihr den Schein und sinnt auf Lügen? Erkennt doch, wunderbar handelt der Herr an den Frommen. Der Herr erhört mich, wenn ich zu ihm rufe. Ereifert ihr euch, so sündigt nicht. Bedenkt es auf eurem Lager und werdet stille. Bringt rechte Opfer dar und vertraut auf den Herrn. Viele sagen, wer lässt uns Gutes erleben? Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten. Du legst mir größere Freude ins Herz, als andere haben bei Korn und Wein in Fülle. In Frieden lege ich mich nieder und schlafe ein, denn du allein, Herr, lässt mich sorglos ruhen. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Dann wollte ich gerade sagen, ihr dürft euch setzen, aber wahrscheinlich sitzt ihr ja schon. Es kommt jetzt die Lesung und manchmal sagen ja ganz wenig Sätze schon ganz viel. Ich greife die Lesung auf, die hier in der Komplett auch notiert ist bei der Nummer 664,7, wer es nachlesen will. Das ist ein Wort vom Propheten Jeremia. Du bist in unserer Mitte, Herr, und dein Name ist über uns ausgerufen. Verlass uns nicht, Herr, unser Gott. Und jetzt ein bisschen Stille.
Du bist in unserer Mitte, Herr, und dein Name ist über uns ausgerufen. Verlass uns nicht, Herr, unser Gott. Wir singen das Responsorium, den Antwortgesang, eine Seite weiter, 665, 1. Herr, auf dich vertraue ich, in deine Hände lege ich mein Leben. Lass leuchten über deinem Knecht dein Antlitz, hilf mir in deiner Güte, in deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Herr, auf dich vertraue ich, in deine Hände lege ich mein Leben. Dann sprechen wir miteinander das Vaterunser. Wir beten es miteinander und füreinander. Ich denke, wir wissen um ganz viele Menschen um uns herum, die wir in dieses Gebet jetzt bewusst hineinnehmen. Vor allem auch die vielen Kranken, von denen man immer wieder mitbekommt, unabhängig vom Coronavirus, aber da natürlich auch. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann das Schlussgebet bei der Nummer 11, Abschnitt 5. Nummer 11, Abschnitt 5. Bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Bleibe bei uns und bei deiner ganzen Kirche. Bleibe bei uns am Abend des Tages, am Abend des Lebens, am Abend der Welt. Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte, mit deinem heiligen Wort und Sakrament, mit deinem Trost und Segen. Bleibe bei uns, wenn über uns kommt die Nacht der Trübsal und Angst, die Nacht des Zweifels und der Anfechtung, die Nacht des bitteren Todes. Bleibe bei uns und bei allen deinen Gläubigen und bei all deinen Geschöpfen in Zeit und Ewigkeit. Amen. Ein Segensgebet in ihr Leben hinein und in das Leben all derer, an die wir gedacht haben oder an die wir denken, denen wir diesen Segen wünschen und erbitten.
Möge der Engel am Tage mit dir sein, am Abend vor deiner Tür stehen, in der Nacht dich behüten und in der Frühe des Morgens, beim Aufgang der Sonne, wird er rufen, steh auf. Und so komme der Segen Gottes auf euch herab, auf jeden Einzelnen von uns. Der Segen Gottes komme herab auf seine ganze Schöpfung. Der Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und bevor der Engel morgen wieder ruft und sagt, steh auf, wünsche ich zunächst mal, dass wir eine wirklich wieder gute, angstfreie und erholsame Nacht haben. Wir geben uns auch hinein in den Schutz der Gottesmutter, sprechen noch das Gegrüßet seist du Maria und singen dann ein Marienlied, Maria, breit den Mantel aus. Und dann werde ich nichts mehr sagen, sondern dann vielleicht bis morgen wieder. Also eigentlich wollte ich heute eine Pause machen und dann hat es mich doch, kriegt man so viele Rückmeldungen und mir selber tut es selber so gut, mit euch da zusammen zu beten, dass ich jetzt doch dieses Abendgebet aufgenommen habe und gleich noch hochladen werde in YouTube, dass ihr alle anschauen könnt, mitbeten und mitsingen könnt. Und in irgendeiner Form, denke ich, werden wir auch die nächsten Tage und vor allem auch die Karwoche dann ganz treu hier beieinander sein können und beim Herrgott in seiner Nähe bleiben, wenn so er seinen Leidensweg geht und unsere Leiden mit hineingenommen sind. Und als Vorgeschmack schon am Ostersonntag, da wird es natürlich dann auch über dieses Medium ein paar Osterwitze geben. Aber davor das andere. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria, breit den Mantel aus. Das ist die Nummer 534. Und da die Strophen 1 und 2. Maria, breit den Mantel aus, mach Schirm und Schild für uns daraus. Lass uns darunter sicher stehen, bis alle Sturm vorübergehen. Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte. Marie, dein Mantel ist sehr weit und breit, er deckt die ganze Christenheit. Er deckt die weite, weite Welt, ist aller Zuflucht ungezählt. Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte.